Das Motiv des Täters, laut Justizministerin und laut Innenministerin, die schlechte Behandlung von saudi-arabischen Flüchtlingen gegenüber anderen Flüchtlingen. Er war Flüchtlingshilfe saudi-arabischer Flüchtlinge, dort war er eingebunden. Ich hoffe, dass dieser Täter seiner gerechten Strafe zugeführt wird, wenn es überhaupt eine gerechte Strafe für diese Tat an einem Jungen und 4 Frauen gibt. Hey Leute, eine Frage. Wann hat ein Politiker zuletzt wirklich wie ein Mensch zu euch gesprochen? Authentisch, ehrlich und mit dem Herzen auf der Zunge. Genau das passiert in dieser Rede von Oliver Kirchner zur Tragödie in Magdeburg. Hier spricht kein abgeordneter Berufspolitiker, sondern jemand, der die Stadt, die Menschen und das Leid kennt. Warum diese Rede uns alle wachrütteln sollte und was das für Deutschland bedeutet, erfahrt ihr hier. Schaut rein, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Liebe Freunde, liebe trauernde Magdeburger, ich bin vor 58 Jahren in dieser Stadt geboren, habe hier meine Schulzeit verlebt, bin hier zur Lehre gegangen, habe hier gearbeitet und bin heute dort drüben im Landtag, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, was mit meinem Land passiert. Diese Stadt ist meine Stadt. Diese Stadt ist die Stadt meiner Eltern, ist die Stadt meiner Kinder, die Stadt meiner Großeltern und die Stadt meiner Urgroßeltern. Und noch nie hat diese Stadt so etwas erleben müssen wie am 20.12. kurz vor Weihnachten. Das möchte ich auch niemals wieder erleben. Und es war ein Anschlag eines Menschenfeindes. Solche Zustände gab es in Magdeburg noch nie. Leider ist es seit 2015 hier in dieser Stadt und in Deutschland immer schlimmer geworden. Die Menschen in unserem Land wollen keine 36.000 Messerangriffe in 3 Jahren. Die Menschen in diesem Land wollen nicht Gruppenvergewaltigungen von jungen Mädchen, von Fremden, die eigentlich nie hier sein dürften. Die Menschen in diesem Land können es nicht ertragen, dass Frauen und Kinder vor Züge gestoßen werden, die Kinder versterben und die Mütter weiterleben müssen. Die Menschen in diesem Land können es nicht sehen, dass Obdachlose angezündet werden, dass sich Gegengesellschaften bilden und dass Parallelwelten entstehen. Vielfalt ist mittlerweile ein Synonym geworden für bleib zu Hause, wenn du länger leben willst. Wir schützen unsere Weihnachtsmärkte, als wären sie Staatsgrenzen des Kalten Krieges, lassen aber unsere Grenzen für jedermann offen. Unsere Frauen können nicht mehr in Schwimmbäder gehen und haben Angst auf unseren Straßen. Behörden, die jede Warnung von Geheimdiensten ignoriert haben. Ämter, die auch dann niemanden abschieben, selbst dann nicht, wenn die Ermordung von Deutschen angekündigt wird. Das BKA und das LKA bescheinigen 2023 dem Tatverdächtigen, es gehe von ihm keine konkrete Gefahr aus. Der Verfassungsschutz beschäftigt sich mit Zehntausenden Seiten von AfD-Aussagen und vernachlässigt dabei den Schutz der Bevölkerung durch echte Terrorverdächtige. Liebe Freunde, wenn es stimmt, was wir in der Presse lesen konnten, ist der Täter 2006 vor Vergewaltigungsermittlungen aus Saudi-Arabien geflohen, wurde 2013 wegen Androhung von Straftaten in Deutschland verurteilt. 2016 wurde dann 10 Jahre nach seiner Einreise ein Auslieferungsantrag abgelehnt von Saudi-Arabien
und sein Asylantrag anerkannt. Ab 2020 droht er Terror an und eine Gefährderansprache scheitert. Es gibt keine Überwachung. Danach verübt der Täter seinen Terroranschlag. Das ist blankes Totalversagen. Der Fehler ist nicht das Fehlen von Pollern. Der Fehler ist, dass wir überhaupt Poller brauchen. Altparteienpolitiker, denen wir diese Zustände zu verdanken haben, holen wie so oft ihre schwarzen Mäntel heraus und heucheln Mitleid. Wann reicht es endlich? Sind 5 Tote, über 40 Schwerverletzte und insgesamt 200 Verletzte nicht genug? War das Attentat auf Michael Stürzenberger nicht genug? War Solingen nicht genug? War der Anschlag vom Breitscheidplatz nicht genug? Es ist schon lange genug. Nie wieder ist jetzt, liebe Freunde. Und nun soll auch noch eine Verbindung mit der AfD hergestellt werden, genau wie beim Anschlag auf die Synagoge in Halle. Und warum? Um davon abzulenken, dass schon in Halle das CDU-geführte Innenministerium versagt hatte, weil es kein Fahrzeug vor die Synagoge gestellt hat wie in anderen Bundesländern und somit das erste Opfer selbst zu verantworten hatte. Dasselbe nun in Magdeburg. Auch dort hat das Innenministerium versagt, weil es mehrere Hinweise nicht ernst genommen hat von einem Geheimdienst aus Saudi-Arabien. Liebe Freunde, ich habe mir genau aufgeschrieben, was die Innenministerin und auch die Justizministerin eben gesagt hat. Das Motiv des Täters laut Innenministerium und laut Justizministerium, möglichst viele Menschen anzufahren und zu töten. Das Motiv des Täters laut Justizministerin und laut Innenministerin, die schlechte Behandlung von saudi-arabischen Flüchtlingen gegenüber anderen Flüchtlingen. Er war Flüchtlingshilfe saudi-arabischer Flüchtlinge, dort war er eingebunden. Ich hoffe, dass dieser Täter seiner gerechten Strafe zugeführt wird, wenn es überhaupt eine gerechte Strafe für diese Tat an einem Jungen und 4 Frauen gibt. Nicht die AfD ist schuld. Die bisherige Politik und das Innenministerium in Sachsen-Anhalt ist schuld. Darum muss diese Innenministerin auch sofort zurücktreten. Rücken Sie Ihren Stuhl und lassen Sie es Leute machen, die es können und denen man es zutraut. Solche Zustände werden wir ab 2026 hier nicht mehr zulassen. Der Täter aus Saudi-Arabien soll also Islamhasser und AfD-Sympathisant sein, greift aber kurz vor Weihnachten einen Weihnachtsmarkt an, der schwer gesichert ist und nicht etwa eine Pro-Palästina-Demo oder ein Salafistenaufmarsch, wo es viel einfacher gewesen wäre, und entscheidet sich dazu, es in Sachsen-Anhalt zu tun, wo sich mindestens 30% AfD-Anhänger auf einem Weihnachtsmarkt befinden. Wer diese Geschichte glaubt, liebe Freunde, dem ist nicht mehr zu helfen. Mein herzlicher Dank gilt den Polizeieinsatzkräften, den medizinischen Einsatzkräften und den Besuchern des Weihnachtsmarktes, die sofort professionell, strukturiert und mit großer Einsatzbereitschaft geholfen haben. Vielen Dank für diese Hilfe. Ihr seid unsere Helden. Liebe Freunde, ich werde als Oppositionsführer und Fraktionsvorsitzender nicht eher aus diesem Landtag da drüben weggehen, bis wir als AfD hier dafür gesorgt haben, dass jeder auf unseren Straßen in Sicherheit ist, egal welcher Nation er angehört, egal welcher Religion er angehört, egal welche Hautfarbe er hat und egal welches Lebensmodell er für sich gewählt hat. Ich will, dass hier in Frieden und Sicherheit auf unseren Straßen gelebt werden kann, liebe Freunde.
Wir gedenken der Toten. Wir hoffen und beten für die vollständige Genesung der Verletzten. Wir verabscheuen Menschenfeinde wie diesen Täter. Uns schaudert es vor dieser Politik. Gott schütze unsere Bürger, Gott schütze unsere Stadt, Gott schütze unser Land. Danke, dass ihr heute hier seid.